Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem mittlerweile 6. Australien-Vlog. Ich zeige euch heute einfach ein paar Highlights, was ich so die letzten Wochen erlebt habe hier in Perth. Und wer sich vielleicht wundert, was ich hier über meinem Auge habe für eine Schramme. Ja, ich bin hier nachts gegen das Bett gelaufen. Da ist so eine Metallschiene. Habe ich mich voll angedürzt, als es dunkel war. Gut, da kann ich nichts machen. Ist jetzt so, ist zum Glück nicht allzu wild geworden. Dann wollte ich noch schnell 2 Themen ansprechen. Also ich habe von einem guten Kumpel erfahren, also liebe Grüße an Chris, dass jetzt anscheinend Werbung auf meinen Videos geschaltet wird. Da kann ich leider nichts machen. Ich wollte das eigentlich alles ohne Werbung machen. Aber YouTube hat da irgendwie die Richtlinien geändert. Die können jetzt Werbung schalten, wo sie wollen. Ich kann da das leider auch nicht abschalten. Also tut mir leid, wenn da Werbung kommt vor dem Video. Und noch ein weiteres Thema. Ich habe schon den einen oder anderen erzählt, ich versuche jetzt einen Job auf einer Farm zu bekommen, also entweder so Farmwork mit Tieren oder mit so Fruit Picking. Das heißt, ja, vielleicht bin ich glücklich, also vielleicht habe ich das Glück und bin so in 2-3 Wochen irgendwo auf einer Farm. Werde ich natürlich auch alles festhalten für YouTube, aber jetzt würde ich sagen, let's go mit dem Video. So, hier ein bisschen beim Bowling, hier die Hansol, die arbeitet hier und dann können wir hier auch mal kostenlos auf entspannt eine Runde spielen. Ja, mein erster Versuch war nichts, aber hier beim zweiten bleibt nur einer stehen und da gibt es auch den Daumen natürlich von mir. In dieser Bar kostet ein Bier mal schlappe 9 €, also hier wird man dann wortwörtlich ein armer Schlucker. Und ich heiße hier Tantan, weil mein chinesischer Austauschschüler von damals hieß Tantan Peng. Und ich nutze seinen Namen immer mal wieder, um an ihn zu gedenken und um ihn in Ehren zu halten. Ich habe hier für Deutschland, Deutsch, habe ich mal den 2. Platz gesichert. Natürlich hinter den Franzosen und den Engländern, wie auch damals. Wir machen mal lieber weiter mit dem Video. How does it feel to lose at darts? Hier habe ich abends ein paar Nachrichten verschickt auf einer Parkbank und hier sind einfach 2 Dudes, die fahren mit E-Gitarre und Beatbox durch die Stadt. Bei meiner Lieblingspizzeria, da war ich jetzt auch schon ein paar Mal, da bin ich Smith. Ja. Ganz lustig, dafür ist die Pizza 10 von 10. Also wirklich kann ich nur empfehlen. Together We Can hat mich an unsere alte Kanzlerin Merkel erinnert mit dem Satz, wir schaffen das. Und das ist übrigens auch bei einer Baustelle aktuell, wo ich gerade arbeite und das ist jetzt nur ein Insider für die Würzige. Also die Baustelle ist direkt neben einem Kindergarten und ich glaube, das kann ich einfach so stehen lassen. Und dann habe ich noch eine krasse Story erlebt. Also ich bin dann von der Arbeit heimgefahren mit dem Bus und dann steige ich so um in den Zug. Man kommt so rein in den Bahnhof und dann geht so Überführung hoch und dann, also Rolltreppe hoch, Überführung und Rolltreppe wieder runter, um auf diese mittlere Schiene zu kommen.
Und ich laufe rein in den Bahnhof und ich sehe den Zug da schon stehen und ich renne um mein Leben. Ich weiß, der wird jeden Moment abfahren. Ich hoch, rüber, runter und ich jumpe, ungelogen, ich jumpe in den Zug rein und in dem Moment, wo ich mit meinen Füßen aufkomme, kommt so die Durchsage, die Türen schließen sich. Also ich habe mich gefühlt wie in einem Film, ungelogen. So, kommen wir noch zu meinem persönlichen Highlight und zwar ist es der Kings Park mit der Lightshow. Es war super schön, sehr schöne Bilder, also für die volle Immersion werde ich auch keine eigene Musik drunter legen, sondern werde es euch so zeigen, wie wir es auch erlebt haben. Wir sind da circa 1 Stunde durchgelaufen und ja, hier mal meine persönlichen Highlights. War sehr schön und ich würde sagen, Film ab. And also we can choose. Didn't give me a chance to work here. Look at this photo. Just nothing. But I booked the flight as well. Yeah, and then Per week yeah, for adults. yeah, and then I went back to Korea because Because now I go to the rock place once a week. Last time I got one with like the range before, it was so nice. Right, we're probably at most of them. Nah, it's like yeah, for the yeah, I suppose it's the expectation. Exactly everything I'm gonna be doing. I gotta get the strategy out out again. I am studying analytics. Really favorite yeah, exactly. Hello! Annyeong! Konnichiwa!